Stephanie just said, she said, is that a microphone in your pocket or are you just happy to see me? Er hat gesagt, seine Frau hat ihn gefragt, ob er glücklich ist, sie zu sehen oder ob er ein Mikrofon in der Hosentasche ist. It's just a big joke. Ein Scherz. Oh, yeah, now that's a real microphone. You call that a microphone? That's a microphone. Das ist ein Mikrofon. Nur den Unterschied klar machen. You call that a knife? Okay. All right. Thank you, Jorgen. All right, so I wanted to talk a little bit about something called resonance. Ich möchte sprechen ein bisschen über den Begriff der Resonanz. Cavity resonance. Resonance. Resonanz. I was just visiting with Dr. Fritz Albert Popp a few days ago. Ich habe vor ein paar Tagen Professor Popp getroffen. And it's interesting because he showed me one of his latest publications in which he has established that every single cell of every living thing can absorb, has a resonance for light. Er hat herausgefunden, dass jede Zelle jedes Lebewesens die Möglichkeit hat, mit Licht in Resonanz zu gehen und ein Resonator ist. And of course his work demonstrates that all living cells emit photons or emit light constantly. Und er hat weiters herausgefunden, dass alle lebenden Zellen Photonen, sogenannte Biophotonen, abstrahlen. And that the characteristics of that light indicate the state of life or the state of livingness of that organism or those cells. Und die Charakteristik dieses Lichtes ist signifikant für die Zelle, ob sie gesund oder ob sie krank ist. Also es geht um die Kohärenz des Lichtes. And he has shown that, for example, one of the exciting things is that he tested our products recently. Er hat unsere Produkte vor kurzer Zeit getestet. And it's interesting is that the water that we can create, the equivalent of Hansa water using crystal energy, is extremely cleansing for the body. Also das Wasser, das wir erzeugen können anhand der Vorlage des Hunza-Wassers mit Crystal Energy, ist sehr reinigend auch für den Körper. And brings energy into the body. Und bringt Energie in den Körper. And this active H, which has the negative ionized hydrogen, und das Aktiv H, das das negative Wasserstoffion beinhaltet, gives youthfulness to the cells, or youth to the cells. Gibt der Zelle Jugend, es verjüngt die Zelle. It reverses their aging process. Es verlangsamt den Alterungsprozess der Zelle. Because it increases the coherence of the light emitted by the cells. Also es dreht auch den Alterungsprozess weil es die Kohärenz des Lichtes wieder in die Zelle bringt. So the more vital we are, the more energy we have, the more coherent the energy which is emitted from the cells, the more power we have and the younger we are. Also je mehr Energie wir haben, desto energievoller wir sind, desto kohärenter sind wir, desto mehr wird dieses Licht auch abgestrahlt von uns. So although this body is 60 years old, dieser Körper ist 60 Jahre alt. I feel like I'm ageless. Ich fühle mich aber ohne Alter, alterslos. There is a subject of interest that someone asked me to talk about, and it actually has to do with resonance, because every cell is a resonant chamber for sound and for light.
Also jede Zelle ist praktisch ein Resonator, eine Kammer, wo Sound, wo Klang und wo Licht gespeichert werden kann. And there is an ancient saying, as above, so below. Und wie die Alten gesagt haben, so oben wie unten. And the room we're in, for example, this hall. Zum Beispiel diese Halle, in der wir jetzt herinnen sind, dieser Raum. This hall has a length, it has a width, and it has height. Es hat eine Länge, eine Breite und eine Höhe. Now, if we know the dimensions of this hall, we know that the length has a certain resonant sound frequency, the width has another resonant sound frequency, and the height is yet a third one. Also die Länge, sowohl auch die Breite und die Höhe haben spezielle Klangresonanzen. So the room we're in, even in total silence, is actually emitting a musical chord of at least 3 notes. Also der Raum, in dem wir uns befinden, auch in der kompletten Stille, strahlt einen Akkord von mindestens 3 Tönen ab. Now, architecturally and energetically, this is extremely important for us when we enter this room. Von der Seite der Architektur her ist es für uns extrem interessant, wenn wir das Zimmer betreten oder die Halle betreten. Now, if the architect who designed this room knew his stuff when it comes to energetics and harmony, he would have designed this room as a musical chord of 3 notes that is in harmony, in perfect harmony. Also wenn der Architekt seine Sache versteht, dann plant er den Raum so, wenn er errichtet, dass diese 3 Töne in perfekter Harmonie einen Akkord ergeben, einen harmonischen Akkord. Now, most architects have no idea of this concept. Die meisten Architekten wissen aber von dieser Sache nichts. Really great architects like Le Corbusier from France Wirklich große Architekten wie Corbusier von Frankreich and Frank Lloyd Wright from America und Frank Lloyd Wright von Amerika and some other architects who understand sacred geometry know how to use these resonances to enhance life itself. und andere Architekten auch, die die heilige Geometrie verstehen diese Sachen auch einzusetzen. So this is a giant cavity, and this cavity is resonant to at least 3 frequencies. And the importance of this is very significant, especially to people who make movies. Also es ist ein großer Saal und der ist verbunden zu mindestens 3 Tönen oder Frequenzen, wie er schon gesagt hat. Das ist auch sehr wichtig für Leute, die Filme machen. Because on a movie set, and if let's say a movie scene were being filmed in this room, the person who records the sound would record silence, called silence on the set. Weil wenn hier ein Film gedreht wird und derjenige, der den Ton macht, das ist der Tonmeister, nimmt auch diesen Ton aus der Stille auf. For example, my voice in this room has a certain sound because of these resonances. Meine Stimme hat in diesem Raum einen besonderen Klang, der auch in Verbindung steht zu den Maßen dieses Saales. Now, if someone were to record my lecture and later on they said part of your lecture didn't come out very clearly, we need to re-record that part in a studio. Also wenn jemand meinen Unterricht, meinen Vortrag aufnehmen würde und sagt, dieser Teil kommt nicht gut heraus, dann müssen wir jetzt im Studio nachdrehen. If they tried to dub my voice into the lecture recorded in this room from my voice recorded in a studio, you could hear the difference immediately. It wouldn't sound natural. Sie würden sofort merken, dass die Stimme anders klingt, wenn das nachgedreht wird im Studio und nicht an diesem Platz hier gedreht wurde. Sie würden sagen, das passt nicht zusammen. Sofort würden Sie das merken. So if you record just silence in this room, there is no such thing as silence. But if you were to record what seems to be silence in this room, you're recording the
molecular vibration of the length, the width, and the height onto tape, so that if later on they wanted to dub my voice, they would have to take the silence and they would have to mix it with my voice so it would sound like I was actually speaking in this room. Also wenn Sie hier im Raum jetzt diese Stille aufnehmen würden, wo es eigentlich keine Stille gibt, dann würden Sie Schwingung der Moleküle anhand der Länge, der Breite und der Höhe des Raumes aufnehmen. Wenn man danach das einfügen würde, seine Stimme, müsste man die mit der Stille dieses Raumes mischen und dann würden Sie sagen, es passt zusammen. Now the reason I mention this is that every room we sleep in, every room we live in, every room we spend time in has energy resonances that either give energy and strength and calmness or some kind of comfort to the body, or it creates some kind of stress on the person in the room. Jeder Raum, in dem wir uns befinden, egal das Schlafzimmer oder das Wohnzimmer, hat eine bestimmte Resonanz, die entweder Stärke und Harmonie demjenigen geben können, der sich im Raum befindet, oder Stress erzeugen. Have you ever gone into a room somewhere, a house or some environment, and the moment you walk in, you can't stand being there? Haben Sie es erlebt, in ein Haus zu kommen, in einen Raum zu kommen, wo Sie sofort sagen, hier kann ich nicht bleiben, hier fühle ich mich nicht wohl? Because the resonance of some rooms, the length, width, and the height are so so unharmonious that that it's like scratching your fingers on a blackboard. Manche Räume sind in solche Disharmonien gebaut, dass das unangenehm ist, genauso wenn Sie mit den Fingern über eine Tafel fahren. If you were to take blood from a person, a little blood, constantly throughout the day, and when a person walks into a room that is not harmonious, the stress hormones would instantly go up. Wenn Sie jemand Blut abnehmen würden und das Blutbefund täglich machen, den ganzen Tag über, und Sie schicken diesen Menschen in einen Raum, der disharmonische Proportionen hat, dann würden Sie sofort merken, dass das Stresshormon ansteigt. And yesterday I was talking about the golden ratio, or about the Fibonacci series in nature, about sacred mathematics. Gestern sprach ich über den goldenen Schnitt und die Fibonacci-Reihe und die heilige Geometrie in der Natur. Now, in my life, this lifetime, I have spent 3.5 years in Egypt. Ich habe 3,5 Jahre meines Lebens in Ägypten verbracht. And during all that time, I have traveled to all kinds of sacred temples, and I have recorded the resonance of the rooms in each of those temples. Ich habe mir all diese Tempel angeschaut, die geheimen Tempel auch, und die Resonanz mir angesehen in diesen Gebäuden. And the architects who designed those rooms designed them with perfect harmony. Und die Architekten, die diese Räume geplant haben, haben sie geplant in perfekter Harmonie. So whoever designed those rooms, they knew about stress and about musical harmony, and those rooms were designed in perfect musical harmony to each other. Wer immer diese Sachen auch geplant hat, der wusste Bescheid über musikalische Harmonien und über Stress und hat es in einer perfekten, harmonischen Weise gemacht.